herzlich willkommen hier zurück in der Brickworld. Und wie ihr sehen könnt, bricht hier langsam wieder das Chaos ein. Hier auf dem Tisch, auf dem ja noch nicht viel gebaut ist, stehen schon wieder Kisten und Steine liegen überall herum. Aber ich arbeite am nächsten Update, aber das kommt heute jetzt in diesem Video noch nicht. Stattdessen machen wir heute zwei andere Dinge. Zum einen, ihr seht es hier hinten, ein Paket aus dem Lidl-Shop ist gekommen. Es ist jetzt keine Schleichwerbung oder dergleichen, es ist einfach so, wie es ist. Und zwar sind da weitere von diesen Kästen drin. Die gab es jetzt wieder zu einem sehr, sehr guten Preis. 7 Stück müssten drin sein. Ich habe noch nicht nachgeschaut, ob wirklich drin ist, um einfach die Wand hier komplett erstmal zu füllen bis zum Ende von diesem Regal. Und das zweite große Thema, das ich auch mehrmals darüber angesprochen wurde, ist, was ist eigentlich der große Plan für diesen großen Raum? Denn momentan haben wir hier ja mit den Tischen, die hier stehen, glaube ich, ungefähr 14, 15 Quadratmeter belegt. Der Raum selber hat aber 126 Quadratmeter, die natürlich nicht komplett mit Tischen irgendwann bedecken können. Wir brauchen auch noch Platz zum Gehen etc. Aber was ist der große Plan für das hier? Und das möchte ich euch heute hier live vor Ort nochmal etwas näher bringen. Aber jetzt packe ich erstmal dort hinten das Paket aus und schau mal, was da alles Schönes drin ist. Das Paket wurde geöffnet und wie ihr sehen könnt, sind hier tatsächlich die 7 erhofften Kleinteilmagazine drin. Die werde ich jetzt gleich mal hier ranmachen. Es wird links ein bisschen beim Regal überstehen, das ist aber kein Problem, denn in absehbarer Zeit kommt hier einfach nochmal ein 2x4er Kallax daneben. Das heißt, das wird jetzt ein bisschen überstehen, wird aber an der Wand fixiert, das macht also nichts. Aber jetzt war einfach der richtige Zeitpunkt, um auch mehr Ordnung hier reinzubringen, die Dinger zu kaufen und hier zu installieren. Werde ich jetzt gleich machen. Hier läuft übrigens, für denjenigen, die interessiert, hier läuft die aktuelle Folge der neuen Herr der Ringe-Serie. Ja, nur so als Nebenbei-Thema. Und jetzt kommen erstmal die ganzen Kleinteilmagazine an die Wand. Und so schnell kann es gehen, wie ihr seht, es sind jetzt alle dazugekommen, die ich gekauft habe. Und ihr seht, es steht hier drüben ein bisschen über, aber wie gesagt, das ist erstens nicht schlimm, weil das ist minimal und es kommt ja dann auch nochmal so ein Regal da nebenan, sobald ich das irgendwie mich mal drum kümmere. Hier soll ja eh noch ein bisschen an Einrichtung rein, aber ihr seht, ich habe jetzt deutlich mehr Platz zum Sortieren. Das sollte für den Anfang erstmal reichen, aber ich bin mir sicher, dass auch das irgendwann voll sein wird, da ich ja doch sehr spezifisch sortiere, wie ihr wisst, denn wir haben ja hier wirklich jeden Stein einzeln, auch in den Farben etc., auch hier drüben ein bisschen. Einfach weil ich gemerkt habe, dass es deutlich praktischer ist, wenn man einfach das so sortiert hat. Es ist natürlich aufwendiger, braucht mehr Platz, aber es hilft wirklich enorm. Ich habe es auch schon in den letzten Arbeiten gemerkt, dass wenn man nicht immer irgendwie alles so zusammensuchen muss, sondern es wirklich schön sortiert ist, hilft das enorm. Aber so viel zu dem Thema, da werde ich euch nochmal einen Blick haschen lassen, sobald hier mehr sortiert ist. Aber jetzt denke ich, kommen wir einfach mal zur Hauptattraktion des Tages und zwar zum Thema, was ist der große Plan für diesen großen Raum? Ich versuche das Ganze hier jetzt mal ein bisschen, ja, nach Themenbereich oder ein bisschen strukturierter zu machen, damit das Ganze auch ein bisschen Überblick. Ihr kennt die bisherige Brickworld, die besteht ja aus diesem Fluss, dem Bereich, der hier sich hinbegibt zum Bahnhof, dann eben der Marktplatz davor und dort hinten der Anfang der Altstadt. Hinter dem Bahnhof haben wir die Gleise und hier drüben momentan Chaos, wo noch andere Dinge hinzukommen. Ich würde sagen, wir fangen jetzt einfach mal hier vorne an. Was noch im Bereich des Möglichen liegt, ist, dadurch, dass der Platz hier größer ist als ursprünglich geplant, ist, dass wir eventuell hier den Fluss nochmal erweitern, 2, 3 Baseplates vielleicht und dann ist die Frage, ob wir wirklich nur Fluss machen oder auf der anderen Seite wieder nach oben. Das muss man sich überlegen, aber auf jeden Fall ist das eine Möglichkeit der Expansion, die ursprünglich gar nicht geplant war. Interessanter wird die ganze Geschichte natürlich dann, wenn wir uns in diesen Bereich begeben. Die Altstadt. Die Altstadt wird vermutlich, denke ich, noch ein ganzes Stück mehr Platz einnehmen, könnte vermutlich, ja, 2 Meter oder so noch mit hier reingehen, vielleicht 2,5 Meter, währenddessen auch leicht ansteigen. Das ganze Ansteigende haben wir schon ein bisschen hier im bisherigen Bau sehend. Also hier steigt es an, aber auch, wenn wir jetzt mal hier rüber ein bisschen schwenken, auch da steigt das Ganze an. Das seht ihr auch sehr schön an der Stützkonstruktion unten drunter. Die ganze Altstadt wird dann, wie gesagt, weiter in diese Richtung nach hinten gehen. Hier vorne werden wir ja auf jeden Fall sorgen, dass das Ganze ein bisschen mehr wieder, ja, nicht nur 90-Grad-Winkel hat, sondern eben auch wie an den anderen Stellen das ein bisschen natürlicher aussieht. Wie gesagt, langsam ansteigend. Der Fluss hier vorne und der Felsen hier vorne wird sich dann natürlich angleichen. Spätere Tische werden vermutlich ein bisschen höher sein, damit wir uns einfach sparen, hier überall die Stützen einzusetzen.
aber hier drüben auf der Seite werden wir jetzt nicht sehr viel weiter in die Richtung gehen. Das Ganze wird von der Breite vermutlich nicht sehr viel breiter werden, aber dafür ein bisschen mehr in die Richtung. Wenn wir mehr Breite brauchen, dann wahrscheinlich eher ein bisschen mehr in diese Richtung. Dann die Idee ist, dass das Ganze ansteigt bis vielleicht, ja gesagt, hier ungefähr, wo die Steckdosen zu sehen sind. Und das Ganze wird dann relativ schroff nach unten gehen, denn ich möchte dort eine steile Klippe haben. Das heißt, der nächste Tisch wird vermutlich tiefer sein als die dort vorne. Vermutlich. Vielleicht auf der Höhe wie der Fluss, dann kann man nämlich da ein bisschen weiter arbeiten in der Hinsicht. Die Idee ist, dass hinter der Altstadt hier der ländliche Bereich beginnt, der rein theoretisch, hier ist übrigens die Spielecke meiner Kinder momentan noch, irgendwann verschwindet die, aber das dauert wahrscheinlich noch sehr, sehr lange, könnte rein theoretisch bis zur Wand gehen, der ländliche Bereich. In diesem ländlichen Bereich werden wir unter anderem, wie gesagt, auch einen Berg haben. Der soll sich in diesem Bereich befinden, wo ihr jetzt ungefähr hier die Sachen seht. Also wir werden den Berg hier so ein bisschen in der Richtung haben. Natürlich auch andere hügelige Landschaften, aber das Fenster selbst, das soll natürlich frei bleiben, damit da eben genug Licht hier hineinfällt. Wenn wir schon beim Thema ländlicher Bereich sind, schauen wir mal ganz kurz hier rüber zu den Gleisen, denn auf dieser Seite werden sich die Gleise ebenso wie auf der anderen Seite dort hinten natürlich verjüngen, auf 3 Gleise, wie auch da vermutlich. Und dann werden wir das nochmal aufspalten auf 2 Gleise, die dann hier in diese Richtung im ländlichen Bereich gehen und im Berg verschwinden, um dann unterirdisch dort, wo es dann der, ja, sagen wir mal, Besucher nicht sieht, wieder nach hinten zurückgeführt wird, um eben einen geschlossenen Schienenkreis zu haben, der aber trotzdem oberirdisch realistisch aussieht, auch von den Biegungen etc. Das andere Gleis, das wird sich dann abspalten und hier in den ländlichen Bereich, um eben im Tal vor der Altstadt sich befinden und soll dann nochmal hier zu einem kleinen Dorf führen, dass wir eben auch ein ländliches Dorf haben, das auch einen kleinen Bahnhof haben wird, einfach so ein bisschen als Spielerei, liegt aber etwas abseits der eigentlichen Stadt und das Gleis wird dann auch nochmal in irgendeinen Tunnel etc. gehen, um dort eben dann auch nach hinten zurückgeführt werden zu können, dass wir dann im Prinzip 3 Stränge haben unter den Tischen, wo dann eben auch 3 Züge problemlos auf 3 verschiedenen Spuren fahren können, ohne dass wir jetzt in der Hinsicht mal groß anfangen müssen mit Digitalisieren und die ganzen Weichen zu schalten. Im Bereich des Ländlichen wird auch der Fluss weitergeführt werden. Da müssen wir noch mal ganz kurz hier nach vorne. Ich versuche jetzt mal ein bisschen die großen Schwenker rauszulassen. Denn, wie ihr hier schon ein bisschen seht, das hier ist der Hauptfluss. Der geht hier so rüber. Und das, was ihr hier seht, ist eigentlich schon ein Nebenarm, der hier reinfließt in den Hauptarm. Und dieser Nebenarm wird vermutlich dann weiter gezogen werden in den ländlichen Bereich. Ich darf vielleicht auch noch ein bisschen aufspalten, also schauen wir mal, wie sich das Ganze ergibt. Aber wir werden es ein bisschen realistisch weiterführen, wahrscheinlich auch ein bisschen ansteigen lassen, damit wir eben auch ein Gefälle reinkriegen, vielleicht Wasserfälle etc. Was ich aber auch gerne haben möchte, ist eine Eisenbahnbrücke. Da würden wir wahrscheinlich das doppelte Gleis nehmen, das eben dann später hier hinten in den Berg gehen wird. Und da werden wir noch eine schöne Eisenbahnbrücke bauen irgendwann. Ebenso wird es auch natürlich ländliche Straßen geben, die natürlich sehr gebogen sind. Wälder sind geplant. Dann möchte ich gerne noch Landwirtschaft natürlich auch haben und einfach sehr, sehr viele kleine Details. Wir werden noch wahrscheinlich auch einen Windpark haben und wahrscheinlich auch irgendwo eine Solarzellenanlage, eine größere in der Hinsicht. Eben alles, was man so im ländlichen Bereich auch so als kleine Details einbauen kann. Und da bin ich schon sehr gespannt. Wir haben natürlich sehr, sehr, sehr viel Platz. Wir haben auch sehr viel Platz für Easter Eggs natürlich in dem Bereich. Und das ist sozusagen der Plan für den großen ländlichen Bereich. Ist natürlich jetzt noch ein bisschen grob. Mal schauen, was sich da noch alles ergibt. Da haben wir natürlich viele Ideen und Platz. Man kann natürlich auch vielleicht noch ein kleines Bergwerk oder sowas reinbauen. Das ergibt sich auf jeden Fall. Wie seht ihr, der Tisch hier hat eine Breite von 4 Metern. Wenn wir jetzt hier noch weitergehen, da haben wir locker noch 2, 3, da könnten wir fast nochmal auf 10 Meter vielleicht kommen, 8, 10 Meter, in der Richtung. Also das hat auf jeden Fall sehr viel Platz. Für die Zukunft hängt natürlich alles davon ab, wie das ganze Projekt weiterläuft. Muss natürlich nicht nur finanziert werden, sondern auch Spaß an der Freude behalten. Und dann würde ich sagen, wir machen erstmal kurz einen Cut und machen dann auf der anderen Seite mit den Plänen weiter. Als nächstes schauen wir uns noch die Pläne für diesen, Gang an.
Grundsätzlich muss gesagt werden, dass das hier nicht das Ende ist. Also es werden hier noch Tische nach vorne kommen, sobald sie benötigt werden, damit wir relativ auf der gleichen Höhe sind. Und dann hat man hier eben diesen Gang, in den man reingehen kann. Der ist breit genug, um dass 2 Leute nebeneinander stehen können. Also man kann da locker drin stehen und sich die Sachen anschauen. Die Idee hinter diesem Gang ist vor allem, dass man hier in diesem fast zentralen Bereich die Möglichkeit hat, hier sehr nah an die Gleise zu gehen, denn hier wird ja nichts mehr zugebaut und man sich hier den ganzen Bahnhof natürlich sehr schön ansehen kann, auch hinter dem Gebäude, in das Gebäude sehen kann, natürlich hier den Bereich sich anschauen kann, aber eben auch die unterirdische Welt anschauen, die noch kommt. Ihr wisst ja, im alten Layout gab es hier noch eine Etage, darunter die U-Bahn, all das kommt auch noch, wird auch weitergeführt, wird ein bisschen anders gebaut werden. Hier wird es noch die Möglichkeit geben, in eine Tiefgarage zu schauen. Die wird zum Teil unter den Gleisen sein, damit wir eigentlich hier auch was zum Sehen haben. Und dann werden wir hier drüben auch weitere Untergrundszenen haben. Unter anderem wird man dort auch, was ich auch geplant habe, irgendwann noch bauen möchte, ist das Sanctum Sanctorum von Dr. Strange, so ein kleines Easter Egg. Und da wird man im Untergrund auch einiges sehen können. Ich will einfach hier mehrere Gebäude haben, auch eben Straßen, die ja nicht mehr nur im 90-Grad-Winkel stehen. Und was hier vorne auch noch hinkommen soll, was lange geplant ist das Technische Museum. Ich habe es schon oft angesprochen, ein technisches Museum mit einer Ausstellung zum Thema Weltraum, Weg zum Mond, zum Mars. Da wird einiges zu sehen geben. Idee ist, dass man mit sehr viel Glas arbeitet. Das wird ein relativ großes Projekt, ebenso wie eben der Bahnhof. Das habe ich mir so vorgestellt. Und dann werden wir hier noch weitere Tische natürlich dazustellen, dass wir eben vielleicht sogar bis zur Wand gehen. Ich weiß das noch nicht. Auf jeden Fall möchte ich dann hier auch die Gleise natürlich, das machen wir genauso wie auf der anderen Seite vermutlich, wir werden 2 Stränge nach hinten führen, dann irgendwie unterirdisch unter die Stadt führen, da einfach irgendwie hübsch, dass es im städtischen Bereich liegt und dann nach hinten führen eben zum ländlichen Bereich, damit wir eben einen geschlossenen Kreislauf haben. Und das andere Gleis wird wahrscheinlich nach hier vorne biegen, um dann noch nur 1, 2 S-Bahn-Stellen bauen zu können. Auch das wird dann eben unterirdisch nach vorne geführt. Was ich mir auch noch vorgestellt habe, ist, da wir da hinten ja noch Platz haben, dadurch die Schienen da ja enger werden, durch weniger Schienen, dass wir dort hinten auch Gebäude bauen, die man vielleicht sogar, wenn man auf der anderen Seite steht, in das Innere schauen kann. Da könnt ihr mir gerne zu allem, was ich heute so erzähle, eure Kommentare einbringen. Das ist jetzt wirklich eine sehr jahrelange Vorausplanung. Einfach, wie ich mir das damals schon vorgestellt habe, ich den ganzen Raum hier geplant habe und eben so oft die Fragen gestellt wurden, dass ich all die Dinge, die ich irgendwo mal angesprochen habe, eben mal im Großen und Ganzen zusammenbringe. Und das mache ich eben heute. Wenn wir weiter nach vorne gehen, ist die Möglichkeit, dass wir hier noch einen Hafenbereich einbauen, der eben ein bisschen auch für Güter geeignet ist. Da müssen wir mal schauen, wie sich das Ganze entwickelt. Was ich auch noch gerne machen möchte, ist, dass wir hier irgendwie eine Stadtautobahn dergleichen so ein bisschen schräg durchgehen haben. Und da habe ich mir gedacht, dass wir dieser unterirdisch unter dem Fluss durchführen könnten, denn rein theoretisch geht die ganze Stadt ja hier drüben auf der anderen Seite weiter. Ist ja nur ein Ausschnitt und es war ja nie so gedacht, dass die Stadt jetzt einfach dort endet, wo sie eben die Tische enden, weil das Ziel ja immer noch Realismus auch von den Maßstäben ist. Wenn wir hier rüber gehen, hier irgendwo wird dann auch noch das große andere Projekt kommen, der Zoo. Der wird natürlich auch einiges an Platz brauchen. Bin ich auch gespannt, wie ich das dann umsetze und eingliedere in das Ganze. Und außenrum haben wir natürlich dann sehr viel Platz für Gebäude etc. Da gibt es ja einiges zu tun. Vielleicht werden wir auch in die Richtung ein bisschen höher und moderner, vielleicht weil wir eben von dem altstädtischen Bereich wegkommen. Wir haben ja hier schon Gebäude, die natürlich ein bisschen moderner sind als die Altstadt. Und ich denke, dass sich das Ganze dann, wenn man hier in die Richtung geht, natürlich weiterentwickelt. Wir haben ja hier auch dieses Gebäude angefangen. Das ist jetzt auch schon ein bisschen moderner eigentlich als die Gebäude, die natürlich hier stehen. Und diese Entwicklung möchte ich eben in diese Richtung fortführen. Wir werden vielleicht auch höhere Gebäude haben, natürlich jetzt keine Wolkenkratzer, die irgendwie komisch aussehen. Aber ich könnte mir auch vorstellen, dass da eben irgendwelche Bürogebäude dazukommen. Und ja, da schauen wir einfach mal, wie sich das Ganze entwickelt. Im großen Fall würde ich fast sagen, dass reine Baufläche von 196 Quadratmetern Grundboden könnte ich mir vorstellen, dass wir ungefähr 100 Quadratmeter tatsächlich hier in dem Raum bebauen können, so dass man auch noch ordentlich das Ganze anschauen kann. Ist natürlich eine Sache, die wird jetzt noch ein bisschen dauern. Ist ja ein groß angelegtes Projekt, aber ich würde auch sagen, es hat sich in den letzten 2 Jahren schon deutlich mehr entwickelt, als ich gedacht hatte. Und wir haben natürlich auch ein bisschen Zeit, in Anführungsstrichen, verloren und Entwicklung durch den Umzug nochmal. Das hat ja auch ein paar Monate gedauert. Aber ich denke, wenn der Kanal sich so weiterentwickelt, wie er es momentan tut,
dann wird dieses Projekt sicherlich noch größere Ausmaße finden können. Und da bleibt mir nur noch zu sagen, vielen Dank, dass ihr hier so dabei seid und das Ganze unterstützt. Und ich bin gespannt, wohin die Reise in der Brickworld noch gehen wird. Und dann sage ich, wie gesagt, wie immer, viel Spaß beim selber bauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen, so ein bisschen hinter die große Planung, weil wie gesagt, ich wurde da sehr, sehr oft drauf angesprochen und das ist mein Plan. Jetzt habt ihr mein grober Plan natürlich. Jetzt habt ihr die Möglichkeit, all das zu kommentieren unter diesem Video. Ich bin gespannt und ich versuche auf eure Ideen einzugehen. Vielleicht finde ich ja die eine oder andere Idee, die hier nochmal ganz viel ändern wird. Und dann bleibt mir zu sagen, viel Spaß beim selber bauen. Bis zum nächsten Mal hier in der Brickworld und tschüss.